Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe der Skincare News, dem Format, in dem wir uns über Hautpflege freuen, austauschen und vielleicht ab und zu mal aufregen. Das heißt, ich werde euch heute einfach wieder so ein paar persönliche Einschätzungen zu Produkten mitgeben. Das ein oder andere neue Produkt habe ich sogar ausprobiert. Und ich habe euch auch auf Instagram gefragt, welche Hautpflegeprodukte euch aktuell besonders interessieren, und diejenigen, die besonders oft genannt wurden, habe ich auch in die heutigen Skincare News mit reingenommen. Vorab möchte ich aber noch ganz kurz etwas loswerden, weil ich hier und da immer wieder Kommentare bekomme, in denen Leute behaupten, dass es totaler Quatsch ist, Produkte auf Grundlage ihrer Formulierung einzuschätzen und dass man die Produkte auch immer getestet haben muss, um überhaupt Feedback geben zu können. Das sehe ich komplett anders. Ich meine, ihr könnt das so sehen, aber dann ist dieses Format einfach nicht für euch gedacht. Wenn ihr jemanden sucht, der es sich leisten kann, jedes einzelne Produkt in den Drogeriesortimenten oder Online-Shops oder was weiß ich testen zu können, egal ob jetzt vom Zeitaufwand her oder vom finanziellen Aufwand her, dann müsst ihr euch halt solche Creator und Creatorinnen suchen. Aber ich bin dafür einfach nicht geeignet, denn ich habe eine Duftstoffallergie. Das heißt, ich muss sowieso die Formulierung von Produkten einschätzen und Produkte entsprechend selektieren. Und erst dann, wenn ich bestimmte Produkte selektiert habe, muss ich mich auch nochmal zwischen diesen Produkten entscheiden, was ich davon jetzt teste, weil das ja unter anderem mein Job ist und ich hier wahnsinnig viele Produkte ausprobiere und meine Haut kann mit so viel Sachen wie auf der Welt existieren, damit würde sie einfach nicht klarkommen. Also dann ist einfach mein Content für euch ungeeignet, wenn ihr das so seht, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn man beispielsweise in die Parfümerie oder in die Drogerie geht oder in irgendeinen anderen Laden und sich dort beraten lässt, dann kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass der Berater bzw. die Beraterin jedes einzelne Produkt im Sortiment ausprobiert hat. Es ist schon schwierig genug, also vor allem wenn man in der Drogerie arbeitet und dort berät, jedes einzelne Produkt zu kennen, das immer wieder neu ins Sortiment reinkommt. Das sind Tausende von Produkten, aber diese dann auch noch alle getestet zu haben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und diese Anspruchshaltung, dass man jedes einzelne Produkt getestet haben muss, um etwas darüber sagen zu können, finde ich durchaus schwierig. Also jetzt nicht nur vom finanziellen Aspekt her. Genug gequatscht, starten wir mal mit dem ersten Hautpflegeprodukt. Und zwar habe ich gesehen, dass Essence unter der Marke Inao eine komplette Hautpflegelinie gelauncht hat. Und ich habe hier das Fine Time Pore Minimizer Serum offen mit 10% Acelainsäure. In der Konzentration kann Acelainsäure unter Umständen bei Entzündungen hilfreich sein, also wie zum Beispiel bei Pickeln. Aber alles, was so Pickelmale und so weiter angeht, dafür wird die Konzentration mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach zu niedrig ausfallen. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz nett, aber was mich so ein bisschen davon abhält, diese Produkte zu testen, ist die Parfümierung, weil ich halt die Hello Good Stuff Hautpflege von Essence kenne und ich habe es wirklich immer wieder mit den Produkten versucht, aber ich komme mit denen nicht klar, weil die einfach so krass und so intensiv parfümiert sind, dass meine Haut da jedes Mal ausrastet, sobald ich versuche, diese Produkte in meine Routine zu integrieren. Und da Inao zu Essence gehört, vermute ich einfach mal, dass die Parfümierung hier ähnlich intensiv ausfällt, auch wenn hier keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten sind und hier sogar der Hinweis auf UV-Schutz gegeben wird, was manche Marken ja nicht so gut hinbekommen, denn Acelainsäure kann eben leicht peelend wirken. Aber ja, wie gesagt, wegen der Parfümierung weiß ich nicht so genau. Das sieht wirklich hübsch aus von der Aufmachung her, aber für 15 € für 30 Milliliter möchte ich da jetzt nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen. Vor allem, weil die Produkte ja nicht im stationären Handel erhältlich sind, also zumindest ich habe sie bisher im stationären Handel noch nicht entdecken können. Ein Produkt, das ich ausprobiert habe, ist das Balea Sugar Plum Shampoo. Da habe ich euch ja auch in meinen letzten Skincare News gesagt, dass ich da sehr, sehr gerne mal dran schnuppern würde. Und ja,
Ich habe es gleich gekauft, weil mir der Duft sehr, sehr gut gefallen hat. Denn dieses Shampoo kommt ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus und ich kenne halt diese Basisformulierung von den anderen günstigen Balea-Shampoos und weiß, dass meine Kopfhaut damit wunderbar zurechtkommt. Ich muss jetzt sagen, dass das ja kein absolut besonderes Shampoo ist, aber es hat eine gute Reinigungsleistung. Ich vertrage es wunderbar und deswegen funktioniert es für mich richtig, richtig gut. Der Duft ist eher süßlich, fruchtig. Von der Pflaume, finde ich, riecht man hier nicht sonderlich viel. Also die scheint sich ganz weit hinten irgendwo versteckt zu haben. Nichtsdestotrotz ist der Duft meiner Meinung nach deutlich angenehmer als zum Beispiel beim Pfirsich-Shampoo. Wenn wir schon mal beim Thema Haarpflege sind, dann darf diese neue Isana Plex Spülung nicht fehlen. Und die habe ich mir gekauft, weil ich sie in der Theorie sehr interessant fand, weil hier tatsächlich mal kein tierisches Keratin vorzufinden ist, sondern viele pflanzliche Proteine und weil diese Spülung auch komplett ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt, was ja bei dieser Art von Spülung eine absolute Seltenheit ist. Das Produkt ist zwar parfümiert und ich muss auch echt sagen, dass ich die Parfümierung nicht sonderlich geil finde, weil man einfach merkt, dass sie verwendet wurde, um den Eigengeruch des Produkts zu überdecken. Sprich, sobald man das in der Anwendung hat und anfängt, das auszuspülen, dann kommt der stechende Eigengeruch der Spülung so ein bisschen durch. Mich persönlich stört das nicht, aber ich weiß, es gibt super viele geruchsempfindliche Menschen, deswegen sage ich das auch dazu. Aber für mich persönlich ist das größte Problem, dass diese Spülung im Alltag nicht funktioniert. Sie klingt in der Theorie wirklich wunderbar. Die pflanzlichen Proteine können das Haar geschmeidig machen. Sie können es kurzfristig von innen heraus stärken. Wie gesagt, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Die Spülung lässt sich auch ganz gut verteilen. Wobei ich muss echt sagen, dass ich diese Form der Verpackung für eine Spülung extrem ungeeignet finde, weil es wahnsinnig schwer ist, an die Reste zu kommen. Aber das kann man alles noch irgendwie abtun. Was man allerdings nicht abtun kann, ist, dass die Spülung nicht funktioniert. Also zumindest nicht bei meinen Haaren und die sind wirklich extrem anspruchslos, muss ich sagen. Also ich persönlich bin wahnsinnig anspruchslos, was Haarpflege angeht. Aber das ist ein absoluter Reinfall und für mich wirklich sehr enttäuschend. Denn immer wenn ich diese Spülung benutzt habe, sah ich aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Das ist sogar meinem Freund aufgefallen, dass irgendwas mit meinen Haaren nicht stimmt. Und ich habe es wirklich mehrfach probiert. Ich dachte erst, das liegt an mir, vielleicht auch an der Einwirkzeit, aber es ist definitiv die Spülung, denn normalerweise habe ich meine Go-To-Spülung, die ich immer wieder benutze und seit ich das halt gewechselt habe, ja, sind meine Haare ständig aufgeladen und sehen super spröde aus, sehen super trocken aus. Dementsprechend, ich weiß nicht genau, was hier mit der Formulierung nicht stimmt, ob das Verhältnis der Inhaltsstoffe einfach nicht so richtig passt, aber für mich persönlich funktioniert diese Spülung leider nicht, auch wenn sie auf dem Papier richtig, richtig gut klingt. Ein Produkt, das ihr auf Instagram sehr, sehr oft genannt habt und von dem ihr euch einfach gewünscht habt, dass ich es in die Skincare News mit reinnehme, ist das neue Balea Professional Kopfhaut Serum in der Sensitive Version mit 5% Panthenol. Und an sich klingt das wirklich gar nicht mal so verkehrt, denn Kopfhaut ist auch Haut und die freut sich natürlich auch über beruhigende bzw. wundheilungsfördernde Inhaltsstoffe, was das Panthenol ja definitiv bieten kann. Das Produkt ist auch an sich nicht verkehrt formuliert. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, außer vielleicht der Benzylalkohol. Man muss aber bedenken, dass Benzylalkohol auch zur Konservierung verwendet wird. Das heißt, da müsst ihr einfach mal individuell drauf schauen, ob das für euch passt oder nicht. Allerdings denke ich eben auch, dass dieses Produkt durchaus ja so eine fettige Komponente haben wird, dass es auch eventuell leicht klebrig anmuten könnte aufgrund der Panthenolkonzentration. Nichtsdestotrotz muss man bedenken, dass dieses Kopfhautserum für die Nacht gedacht ist. Also man soll es wohl über Nacht auf die Kopfhaut auftragen und dann frühs mit seinem gewohnten Shampoo und so weiter und so fort ausspülen. Und ich finde, dafür klingt das gar nicht mal so schlecht. Kommen wir mal wieder zu einem Hautpflegeprodukt, das ich tatsächlich ausprobiert habe. Und zwar ist es dieses neue Feuchtigkeitsgel von Neutrogena. Und wer die letzten Skincare News gesehen hat, weiß,
dass ich das dort auch erwähnt habe und eine erste Einschätzung dazu abgegeben habe. Und irgendwie hat es mir einfach in den Fingern gejuckt, herauszufinden, ob meine Einschätzung stimmt. Und ich muss ganz stolz sagen, dass sie gestimmt hat. Also das ist wirklich ein sehr angenehmes, leicht geliges Produkt, das sich easy auf der Haut verteilen lässt, das nahezu schwerelos auf der Haut ist und das eben keinen Glanz erzeugt. Also es ist recht matt auf der Haut. Dementsprechend bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Menschen mit öliger Haut dieses Produkt mögen werden. Also vielleicht nicht alle, aber wer auf der Suche ist nach einem Niacinamid-Produkt, was eine sinnvolle Konzentration an Niacinamid enthält, denn in dieser Konzentration kann Niacinamid hilfreich bei Entzündungen, also bei Pickeln sein. Ich habe auch ein komplettes Video zu Niacinamid gemacht. Das heißt, bevor ihr euch ein Produkt mit Niacinamid zulegt, dann solltet ihr das unbedingt schauen. Ich verlinke es euch hier oben in dem i und selbstverständlich unten in der Infobox. Aber von der Textur, vom Tragekomfort ist dieses Produkt für Drogerieverhältnisse wirklich ein Traum. Und ich würde mir wünschen, wenn andere Marken nachziehen würden, damit wir einfach noch eine größere Auswahl für Menschen mit öliger Haut haben. Vor allem Produkte, die keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, keine ätherischen Öle und auch keine hohen Mengen an Ethanol. Denn das ist in der Drogerie nach wie vor gar nicht so einfach zu finden, vor allem wenn wir uns im Sonnenschutzbereich bewegen. Also ein Sonnenschutz mit diesem Tragekomfort und dieser Textur, das wäre ein absoluter Traum. Ein Produkt, das mich schon wieder komplett wütend macht, ist das neue Balea Hautrein Peeling Maske Reinigung 3 in 1 Ding. Diese Hautrein-Serie soll ja vor allem an Teenager gerichtet sein. Also zumindest, wenn man sich die Schlagwörter anschaut, gegen Pickel und Mitesser, reinigt porentief. Also von sowas habe ich mich früher als Teenager sehr angezogen gefühlt und habe mir meine komplette Hautbarriere zerschossen. Und ich frage mich einfach, mit welcher Intention solche Formulierungen rausgehauen werden, außer um vielleicht der Hautbarriere zu schaden. Denn wenn man sich das Produkt so oberflächlich anschaut, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Es ist Tonerde enthalten, die abmattierend wirken kann. Die kann auch ganz leicht abrasiv sein, also leicht peelend sozusagen. Es ist feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten. Fettalkohol, allgemein ist das so eine Emulsion, also so ein cremiges Produkt, was sich wahrscheinlich wunderbar auf der Haut verteilen lässt und was man auch gut wieder runterspülen kann. Aber es ist halt auch unter anderem noch einiges an abrasiven Partikeln in diesem Produkt vorzufinden. Wir haben einmal Rizzy Pearls drin, das könnt ihr euch vorstellen wie so ganz kleine, wachsige Kügelchen, die aber nicht spitzkantig sind. Das heißt, da kann man noch sagen, das geht vielleicht noch so. Aber was in dem Produkt auch enthalten ist, ist Bims bzw. Bimsstein. Das Zeug kennt ihr vielleicht von diesen gräulichen Dingern, die man zum Schrubben der Füße verwendet. Und das ist hier fein gemahlen in dem Peeling / der Maske drin. Wie soll das der Haut helfen? Welchen Vorteil haben diese kleinen, scharfkantigen Partikel auf die Haut? Also das würde mich jetzt interessieren. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also vor allem, wenn man zu Entzündungen neigt, wenn die Hautbarriere gerade irgendwie strapaziert ist, dann würde ich doch nie im Leben solch ein Produkt auf die Haut auftragen. Also falls ihr gerade in euren Teenagerjahren seid und dieses Video schaut, bitte benutzt dieses Produkt lieber nicht. Also klar darf jeder selber entscheiden, aber aufgrund der Formulierung ist das einfach nichts, was ich persönlich meiner Haut antun würde. Habe ich früher als Teenager gemacht und ich hatte wirklich arge Probleme mit meiner Haut, weil ich mich immer auf solche Schlagwörter verlassen habe. Also gegen Pickel und Mitesser, reinigt porentief. Leider sind diese Produkte in den meisten Fällen einfach nicht zuträglich für die Hautbarriere, können Entzündungen verschlimmern und ja, das ist halt wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man immer auf die Inhaltsstoffe schauen muss. Und ich finde es so schade, weil man es einfach hätte besser machen können. So viel besser machen können. Und was mich auch aufregt, sind einfach die Verwendungshinweise. Also ja, es steht drauf, reinigen, Peeling, wie benutzt du es als Maske und so weiter und so fort. Aber kein einziger Hinweis auf UV-Schutz.
Denn der ist nicht nur bei chemischen Peelings sinnvoll, sondern auch bei mechanischen Peelings. Den Garnier Deep Hydrating Cleanser habe ich jetzt auch endlich mal ausprobiert, nachdem ich die 40. Anfrage dazu erhalten habe. Und auch viele von euch haben sich einfach gewünscht, dass ich ihn in die Skincare News mit reinnehme. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt ein angenehmer Cleanser. Es ist ein angenehmes Reinigungsgel, das sich easy auf der Haut verteilen lässt, das eben auch nach dem Abspülen keine unangenehm trockene Haut hinterlässt. Also die Haut spannt danach auch nicht. Ich finde nicht unbedingt, dass er rückstandslos Make-up entfernen kann, aber ja, so als Reinigungsgel ist das Produkt ganz angenehm. Viele von euch haben mich gewarnt, dass dieses Produkt extrem in den Augen brennen soll. Habe ich bisher noch nicht so die Erfahrung mitgemacht, obwohl ich ihn extrem in meinem Augenbereich hin und her geschrubbt habe. Aber falls mir da was auffallen sollte, gebe ich euch natürlich Bescheid. Nichtsdestotrotz, ja, haut mich dieser Cleanser jetzt nicht so vom Hocker, dass ich sagen würde, man muss ihn unbedingt haben. Denn in der Drogerie gibt es ja mittlerweile auch super viele Waschgel-ähnliche Produkte oder normale Waschgele, Reinigungsgele, die ähnlich funktionieren und die auch eine ähnliche Aufgabe, einen ähnlichen Zweck erfüllen. Ein Produkt, zu dem ihr euch auch eine Einschätzung gewünscht habt, ist das neue Super Red Serum von Dr. Me für schlappe 269 €. Und ich würde ja gerne einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen, aber die sind nicht auffindbar. Im Shop gibt es keine Ingredients-Liste, keine Inhaltsstoffe-Liste, die ja eigentlich gesetzlich verpflichtend ist, aber ich meine, ja, was soll's? Ich gebe doch gern 269 € aus und habe danach eine allergische Reaktion, weil ich vorher die Inhaltsstoffe nicht checken konnte. Als ob dann eine Allergie überhaupt einen Unterschied macht. Ich meine, ich würde sowieso keine 269 € für ein Kosmetikprodukt ausgeben, aber jeder Person sollte die Möglichkeit gegeben werden, vorher einen Blick auf die Inhaltsstoffe zu werfen. Und ich habe langsam das Gefühl, dass diese Doktor-Brands das als Masche sehen oder als Exklusivität oder sonst was sehen, denn ich beobachte das immer wieder, dass horrende Preise aufgerufen werden, nur weil eine Person oder das Gesicht dahinter einen Doktortitel hat und dann aber auf der Shop-Seite keine komplette Inhaltsstoffeliste zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein absolutes Unding, das ist unseriös und extrem unprofessionell. Also anders kann ich es einfach nicht sagen. Es geht nicht. Es sind natürlich nicht alle Doktor-Brands so, also nur um das nochmal klarzustellen und das differenzierter zu betrachten, aber es zeichnet sich da irgendwie eine Masche ab. Und das finde ich absolut uncool, geht gar nicht. Und was ich auch total weird finde, ist das Vorher-Nachher-Bild. Ich meine, guckt euch das mal bitte an. Seht ihr das auch? Also irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, es ist genau dieselbe Frau, die auch wunderschön aussieht, aber das Rechts wurde doch nicht nur mit Kosmetikprodukten erreicht. Leute, oder? Oder seht ihr das auch? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob euch da auch irgendwas komisch vorkommt. Und deswegen muss man eben auch bei solchen Vorher-Nachher-Bildern vorsichtig sein, weil man einfach nie weiß, unter welchen Umständen diese entstanden sind. Das war's schon mit den heutigen Skincare News. Ich hoffe sehr, dass die ein oder andere hilfreiche Info dabei war, die euch im besten Fall bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen soll. Und wie gesagt, falls ihr die letzten Skincare News verpasst haben solltet, dann klickt doch auf dieses Video. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr eins der vorgestellten Produkte kennt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!